Ich habe jetzt hier eine Redakteurin vom ORF hier, die jetzt schon seit ein paar Stunden hier in der Halle sind. Was machen Sie denn hier und wird es auch live im Fernsehen gezeigt, was Sie hier aufnehmen? Also live wird es sicher nicht übertragen. Also wir schneiden das heute mit und schneiden es dann morgen auch zusammen. Und das kommt dann morgen in Niederösterreich heute. Natürlich die besten Ausschnitte und auch die Interviews. Und was haben Sie denn heute hier schon gemacht? Wie lange sind Sie jetzt schon hier und was haben Sie alles aufgenommen bisher? Wir haben euch beim Aufbauen gefilmt, mühsame Kleinarbeit, wir haben Interviews gemacht, wir haben die Dominosteine gefilmt, schon beim Umfallen, wie ja leider ein paar Unfälle passiert sind. Ja, und jetzt warten wir schon ganz gespannt auf den Anstoß. Und was denken Sie denn von dem Domino? Haben Sie das vorher schon gekannt oder war das ganz neu für Sie, so ein Domino-Event? Also eigentlich für mich ist es neu, aber ich finde es ganz großartig, was ihr da geleistet habt. 150.000 Steine ist schon einiges und auch viel Arbeit, was ihr reingesteckt habt. Und ja, nächstes Jahr wieder mit doppelt so vielen Steinen, hoffe ich. Ja, hoffen wir auch. Dann wünschen wir Ihnen jetzt viel Spaß beim Zuschauen und beim Filmen vom Falldown und hoffentlich auf gute Aufnahmen dann. Ich habe jetzt hier die Mutter von 2 Aufbauern aus dem Team hier bei mir. Was denken Sie denn? Sind Sie schon sehr nervös vom Falldown oder sind Sie ganz entspannt? Also ich bin weder nervös noch entspannt. Ja, ich finde das ganz toll, was ihr hier zusammengebracht habt. Ich bin wirklich ganz stolz auf meine Kinder, aber auch ganz stolz auf euch alle. Also ihr habt das wirklich ganz, ganz bravourös gemeistert. Super. Und Sie waren ja hier auch ein bisschen verantwortlich für die Halle. Hat denn alles geklappt in dieser Halle? Wir sind ja das erste Mal in dieser Halle. Ja, ich meine, die eine, die andere Panne, kleine Pannen hat es schon gegeben, aber die dürfen auch sein. Ich meine, ich finde, ihr habt wirklich, seid wirklich alle sehr sorgfältig mit der Halle umgegangen. Es war immer alles sehr sauber, es war immer alles, also ihr habt wirklich ganz gut auf die Halle aufgepasst, das möchte ich schon sagen und betonen. Und was sagen Sie denn jetzt zu dem Event im Vergleich zu den letzten Jahren? Das haben Sie ja sicher auch immer schon mitgekriegt. Hat sich verbessert zu letztem Jahr? Wie gefällt es Ihnen im Vergleich zu den letzten Jahren? Ja, natürlich hat sich verbessert. Es ist größer, der Raum ist natürlich neu, schön. Ja, es schaut einfach ganz toll aus. Dann wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß beim Zuschauen, beim Falldown. Danke, toi, toi, viel Glück. Dankeschön. Herzlich willkommen zu TDT 2013.
Seit Sonntag bauen hier nun schon 20 fleißige Aufbauer 150.000 Dominos auf und ich glaube, das Ergebnis lässt sich wirklich sehen. Allerdings, so ein großes Event lässt sich nicht ohne Hilfe von außen organisieren. Deswegen danken wir dem Gymnasium und der HLW Tulln, die dieses Projekt möglich gemacht haben, insbesondere der Frau Direktor Balker und der Frau Direktor Köstelbauer, die leider aus privaten Gründen verhindert ist. Aber wir möchten... Aber wir möchten auch Frau Professor Tomaso danken, die mit ihren Schülerinnen und Schülern ein Buffet organisiert hat. Weiters möchten wir noch ein ganz großes Dankeschön an unseren Schulwart Herrn Distel aussprechen, der uns auch vor dem Event mit Rat und Tat zur Seite stand und uns auch immer die Halle geöffnet hat. Danke. So, und jetzt werde ich mal ganz kurz vom Geplanten abschweifen. Ich möchte auch noch einen ganz großen Dank an den Matthias aus der Schweiz, dem Marcel und dem Daniel aussprechen, ohne die dieses Event überhaupt nicht möglich wäre, so wie es hier steht. Ich finde, sie haben sich dafür einen sehr großen Applaus verdient. Auch möchte ich mich bei unseren Sponsoren bedanken, die das Event finanziell unterstützen. Der Raiffeisenbank Tulln, den Easy Drivers, der Firma Alcotec, die uns den Beamer zur Verfügung gestellt hat, der Oberbank und der Volksbank und allen voran den Werbegestalten, die uns sogar ein Plakat gesponsert hat, das am Steiner Tor am Eingang zum Hauptplatz bis heute gehangen ist und, glaube ich, morgen entfernt wird. Auch möchte ich dem Landesstudio Niederösterreich vom ORF danken für eine Berichterstattung. Morgen am Abend in Niederösterreich heute um 19 Uhr wird ein Bericht über uns stattfinden und auch des Regionalsenders N1, dessen Programm ab Dienstag ausgestrahlt wird. Das kann man sich über Internet oder über Kabel von A1 ansehen. Wie schon gesagt, seit Sonntag arbeiten 20 Personen an diesem Projekt und deswegen würden wir Ihnen gerne ein kurzes Video zeigen, das den Aufbau und die Projekte genauer beleuchtet.
Auch noch recht herzlich möchte ich begrüßen unseren Bürgermeister, Magister Peter Eisenschenk, der wirklich schon zum 4. Mal bei uns dabei ist, bei allen unseren größeren Events dabei war und uns wirklich eine treue Seele ist. Auch möchte ich den Eltern aller Aufbauern danken, die hier sind, weil sie sind unsere Eltern und sie unterstützen uns bei dem, was wir machen. Und wenn sie uns nicht so unterstützen würden, wie sie es tun, würden wir wahrscheinlich nicht beim Domino-Pausen sein oder keine Events in so einer Größenordnung machen. So, ich werde jetzt noch kurz auf den Ablauf der Projekte eingehen. Das Thema ist Through the Ages, also im Wandel der Zeit. Es beginnt hier, dort oben wird Vordirektor Balker den Anstoß vornehmen. Ein kleines Detail zum Start, dort oben sind Steine vom Weltrekord 1988 verbaut. Das heißt, sie haben doch schon ein gewisses Alter. Auch möchte ich kurz darauf hinweisen, die Personen, die unter dem Start stehen, sollten aufpassen, wir können nicht garantieren, dass nicht 1 oder 2 Steine herunterfallen, also Achtung, Steinschlag. Dann geht es hier weiter nach vorne. Hier geht es dann eben los und es geht zur Wall, wo Start steht. Dahinter ist noch eine Requisite versteckt, die ich jetzt nicht verraten werde. Dann geht es zum Logo des Gymnasiums Tulln und der HLW und zum Feld der Werbegestalten, die schon, wie gesagt, unser Hauptsponsor sind. Dann geht es weiter nach vorne und das ist dann wirklich, wo schon das Thema behandelt wird. Man sieht ein altes Waschbrett, das im Wasserkübel hängt und auch noch ein Feuer. Und dann mit dem Blitz, das soll die Elektrizität verkörpern, wird unser Alltag viel leichter gemacht. Das Kochen mit einem elektrischen Herd, die Waschmaschine oder dem Fernseher. Der Fernseher sieht momentan noch recht schwarz aus, das ist in einer speziellen Technik gebaut. Und sobald das umfällt, wird das sehr, sehr schön ausschauen. Dann geht es einmal durch die ganze Halle. Dort drüben sieht man noch das alte Schnurtelefon und im Hintergrund schon einen etwas moderneren PC mit dem Internet im Vordergrund, das durch ein Netzwerk dargestellt ist. Dann geht es zum Smartphone, der eben das Gegenstück zum Schnurtelefon ist. Und das sieht auch wieder recht schwarz aus und das ist die gleiche Technik wie beim Fernseher. Dann geht es nach vorne und Sie sehen, da ist noch eine Lücke. Die müssen dann jetzt darf ich es ja sagen, der Albert und der Sascha auffüllen. Das nennt sich Builders Challenge. Da muss diese Lücke in einer vorgegebenen Zeit gefüllt werden. Und wenn Sie das schaffen, geht diese Schranke auf und das Feld von 5000 Steinen kann fallen. Geschieht dies nicht, müssen wir diese Steine leider von der Gesamtzählung abziehen. Und dann geht es nach hinten wirklich zu unserem letzten Themenbereich, dem Transport. Man sieht links den Wandel des Zugs, im Vordergrund sieht man noch eine alte Dampflok und dann sieht man auch noch wirklich die modernen Elektrozüge. Im Hintergrund sieht man noch ein altes Auto mit Verbrennungsmotor, dann geht es weiter zur Wall mit der Steckdose und dem Stecker, der angeschlossen ist mit dem Elektroauto, der wirklich den neuesten Stand der Technik verkörpern soll. Und dann geht es aber auch schon wieder zu unserem Endfeld. Und das hat eine sehr spezielle Technik, weil es ist in Blöcken gebaut und die machen ein sehr, sehr schönes Geräusch. Deswegen würde ich Sie bitten, nicht zu applaudieren, sondern dass Sie ganz einfach den 15.000 Steinen beim Fallen zuhören. Das ist sehr, sehr schön. So, jetzt müssen noch die letzten Sperren von Matthias und Patrick eingesetzt werden. Ich würde Vordirektor Balke jetzt bitten, sich zum Start zu begeben. Und ich würde jetzt auch noch unseren Bürgermeister bitten, ein paar Worte zu sagen. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Akteure und detailverliebte Techniker, Kreateure und Kreative dieses Domino Days, ich bedanke mich herzlich für die Einladung und ich bedanke mich auch ganz besonders für dieses Gefühl der Aufregung, das man hat, wenn man jemanden die Daumen drückt, wenn man für ein Team ganz emotional vorhanden ist. Ich habe das zuletzt empfunden am Dienstag, als Österreich gegen Irland gespielt hat und Gott sei Dank ist es in der 93. Minute belohnt worden. Und heute geht es uns ähnlich. Wir wollen, dass alle 150.000 Steine so fallen, wie ihr es euch vorstellt, wie ihr das wirklich in einer faszinierenden Art und Weise hochintelligent geplant habt. Der Glückwunsch sei euch aber jetzt schon, unabhängig davon vom Endergebnis, ausgesprochen. Erstens einmal für diese Kulisse.
Und dieser Dank gilt Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, dass Sie den jungen Menschen, die hier so viel Zeit investieren, mit Ihrer Anwesenheit ein Kompliment aussprechen und dieses Bemühen entsprechend honorieren. Dafür auch von meiner Seite ein herzliches Dank. Ich bedanke mich auch im Namen der Stadtgemeinde dafür, dass ihr heute nicht nur einigen Menschen hier Spannung und Unterhaltung bietet, sondern dass ihr den Namen Tulln in einer sehr positiven Art und Weise promotet. Es ist ja nicht ein Regelfall, dass ORF Niederösterreich und andere Medien über Tulln berichten, daher muss ich euch als Bürgermeister dafür einfach nochmal herzlich danken. Und wer sind nun jene, die das möglich machen, dass wir hier auf der Tribüne zittern und Daumen drücken und gleichzeitig morgen am Abend viele Fernsehzuschauer gebannt sehen werden, wie Steine in Tulln systematisch und geplant umgefallen sind. Und ich habe die Ehre, hier jetzt die 19 Personen, kurz die 19 jungen Herren vorzulesen. Ist das noch gut? Ja. Also, ich möchte übrigens auch Komplimente aussprechen. Also die Moderation, die du erledigst, schon seit Jahren begeistert mich und wir werden uns bei Gelegenheit einmal unterhalten müssen, was mögliche andere Talente betrifft. Nun, mein Dank gilt, ich lese es gerne vor, dem Matthias Ritter, dem Matthias Heinzelmann, dem Christian Engelbrecht, dem Daniel Engelbrecht, dem Marcel Pürer, dem Albert Wehr, dem Samuel Möhler, Lukas Prinz, dem Patrick Sinner, Sascha Wilczewski, dem Christian Pertl, dem Michael Nemetz, Kompliment an die Damen, Caroline Stubenvoll, ich habe vorhin gesagt, nur Männer, Selina Verilli, Alexander Becker, Jennifer Urban, Julian Gürtler, Felix Kreuss und Valentin Steiner. Diese 19 junge Menschen haben ihren Applaus verdient. Wir wünschen euch alles Gute und drücken euch die Daumen. Herzlichen Dank.
Es sind 96,3% der Steine gefallen. Das bedeutet 145.647 gefallene Steine. Was bedeutet, dass das größte Domino-Event war mit den meisten gefallenen Steinen in Österreich.
2, 1, Feuer dran! Vorder steht noch. Ja, ich glaube nicht. Hier, warte, weißt du, was wir machen?